Grillen auch bei Kälte. Jetzt hier bei Miguel kocht. Jetzt in der kalten Jahreszeit. Was wollen wir machen? Heute machen wir eine Ente vom Grill. Wie gehen wir vor? Erstmal heizen wir das Ding richtig an. Und dafür habe ich mir besorgt, komm mal kurz näher, einen Bio-Anzünder. Vom flüssigen Anzünder rate ich euch eher ab. Auch von Geschichten mit Bunsenbrennern und Föhn und all so eine Geschichte. Das ist eher gefährlich. Und dann habe ich hier so einen Heizkamin. Den habe ich gefüllt mit Briketts. Und muss einfach eigentlich nur jetzt meinen Anzünder anmachen. Mal so zu 2, 3 Stellen. Dann lasse ich den ganz kurz ein bisschen brennen. Und stelle den einfach nur drauf. Fertig. Und jetzt warten wir, bis quasi die Glut von unten nach oben durchgezogen ist. Wenn die Briketts weiß sind, dann sind sie fertig, dann können wir sie benutzen. Wir haben natürlich einen Feuerlöscher dabei, das ist ja ganz klar. Zu Hause haben wir den nicht oder meistens haben wir den zu Hause nicht. Dann stellen wir uns einfach einen Zinkeimer mit Sand daneben, falls da mal der Grill umkippen sollte. Einmal Sand drauf und dann ist es auch schon erledigt. Dann kann es auch nach dem Aufkehren wieder weitergehen. Wir kommen jetzt zu unserem Grillgut. Das ist unsere Ente heute. Das ist eine französische Ente aus Nantes. Die haben wir gekauft und gefüllt. Gefüllt haben wir sie mit Orange, Apfel, Zwiebel, Salz und Beifuß. Von außen werden wir sie jetzt kräftig salzen. Von allen Seiten gerne. So. Und lassen die so 20 Minuten schwitzen, sagen wir, dass das Salz so richtig eingezogen ist. Unsere Kohle bzw. die Briketts sind jetzt soweit. Kommt doch mal näher. Ich zeige euch, wie das auszusehen hat. Wir sollten oben so eine leicht weiße Schicht auf der Kohle haben. Man sollte die Glut sehen. Und dann ist es eigentlich optimal von der Temperatur her. Und dann ist es ganz wichtig, dass wir indirekt grillen. Wisst ihr, was das bedeutet? Indirekt grillen? Die Hitze kommt von der Seite und unter der Gans an sich ist keine Kohle, keine Hitze. Dieser Heizkamin hier hat den Vorteil, er ist kalt. Man kann ihn anfassen. Nichtsdestotrotz empfehle ich immer einen Sicherheitshandschuh. In dem Fall habe ich hier so einen Hitzehandschuh, dass wenn mir mal was aus der Hand rutschen sollte, ich da keine Verbrennungen habe. Ne? Indirekt haben wir ja gesagt, schütten wir uns die Kohle nur so ein bisschen an die Seite. Aufpassen beim Funkenflug bitte. Was fehlt uns jetzt? Genau, das Rost, unser Grillrost. Wichtig beim Grillen ist, kein Grillgut auf ein kaltes Grillrost zu legen. Außer in diesem Fall. Hier ist es so, da wir ja die indirekte Hitze haben, muss das Rost nicht heiß sein, sondern die Luft zirkuliert im Deckel und gart somit unsere Ente. Ich habe hier so eine Halterung für das gute Stück. Und dann geht die jetzt einfach hier rein, Deckel zu und am Ende Ente gut, alles gut. Gute 2,5 Stunden sind jetzt vorbei. Wir schauen mal nach unserer Ente und sagen, wey, das sieht gut aus. Wie wissen wir, dass sie fertig ist? Ganz einfach. Die Keulen sind das, was am längsten braucht. Da stechen wir rein und wenn da das weich rein und raus geht, dann ist es gut. Prima. Dann zerteilen wir das gute Stück jetzt mal. Ich zeige euch, wie das geht. So, einmal hier rüber und dann gehen wir hin und schneiden hier die Keule. Lösen wir aus. Prima. Haben wir die Keule. Dann die Brust. Schneiden wir einmal so ein bisschen runter auf dem Brustbein. Die ist so weich, die geht vom Knochen runter. Und wir können immer so ein bisschen fixieren mit der Fleischgabel, dass das gute Stück uns nicht abhaut. Haben wir Brust und Keule. Und dazu haben wir einen Rotkohlsalat gemacht. Ja, Rotkohl klassisch ist ja immer warm. Wir haben mal eine kalte Variante gemacht. Rotkohl mariniert wie ein Weißkrautsalat eigentlich. Wir haben einen Granny Smith Apfel genommen, diesen sehr sauren Apfel mit dem süßlichen Rotkohl. Der Kartoffelkloß, der muss sein, finde ich. Ente ohne Kloß, das ist nichts. Bisschen Brösel, Panierbrot in Butter angeröstet auf das Klößchen. Und dazu gibt es eine schöne Bratensoße. So, das ist unsere Ente vom Grill. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, bitte einen Daumen hoch fürs Video. Die anderen Videos auch mal klicken, sind auch sehr interessant. Ich freue mich, euch wiederzusehen. Bis bald. Ciao, bye bye.